Hallo! Hallo! Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar ist das Jasmin vom YouTube-Kanal Madame Tamtam. Und sie wohnt gerade bei mir und da sehen wir halt immer morgens, wie jeder sich schminkt und da dachten wir uns, schminken wir uns mal gegenseitig so, wie jeder sich selber schminkt. Quasi tauschen wir mal unsere Make-up-Routinen. Genau. Deshalb wundert euch nicht, warum ich ungeschminkt bin, denn Nisi wird mich nach diesem Video auch noch schminken mit ihrem Tageslook. Also da könnt ihr dann auf meinem Kanal vorbeischauen. Aber jetzt werde ich Nisi meinen Look verpassen, also das, was ich mir so Day-to-Day sozusagen aufs Gesicht packe. Und ich würde sagen, wollen wir beginnen? Ja. Wir beginnen mit der Foundation und zwar benutze ich die Luminous Silk Foundation von Armani in der Farbe 6. Das ist jetzt ein Experiment, ob die Farbe passen wird. Ich benutze dafür den Beauty Blender und gebe einfach so 1 bis 1,5 Pumpstöße auf den Beauty Blender. Oh, jetzt bin ich richtig gespannt. Und das gibt man einfach so aufs Gesicht sozusagen auf, da wo man die meiste Deckkraft nötigt. Mal kurz so. Und dann blendet man das Ganze einfach aus mit der dicken Seite sozusagen, damit es schön großflächig ist. Aber ich glaube, das ist ganz gut. Ist relativ gelb. Ich habe sehr gelbe Haut, deshalb brauche ich immer sehr gelbstichige Foundations. Ich mal kurz über die Augen drüber, nicht wundern. Aber die passt sich eigentlich ziemlich gut an. Als nächstes benutze ich einen Concealer und zwar den By Terry Touche Velouté in der Farbe 3 Beige und der sieht ein bisschen aus wie dieser Touche Eclat von Yves Saint Laurent, nur mit mehr Deckkraft. Und ja, da drückt man sozusagen hier drauf und dann kommt vorne das Produkt raus. Mal schauen, wie viel du benötigst. Also Kopf ein bisschen nach unten und nach unten gucken. Also Denise braucht auf jeden Fall viel weniger Produkt als ich. Deine Augen irgendwie so, der Bereich ist so schön klein. Einmal nach unten gucken. Nur so auf deinen Lidern ist ein bisschen rot, ne? Ich finde den auch ganz schön, weil der so lichtreflektierende Partikel beinhaltet, so unter den Augenbrauen. Und der dann das Ganze so ein bisschen aufhält und zum Strahlen bringt. Dann benutze ich den Beauty Blender wieder, aber diesmal die spitze Seite. Nach oben gucken. Du kannst ihn nicht wahrscheinlich schließen. Das ist vielleicht am angenehmsten. Und bei dem mag ich auch, dass er sich so sehr schön verteilen lässt. Also es gibt ja Concealer, die sehr dickflüssig sind, wo es dann schwieriger ist, das Ganze zu verblenden oder die sehr schnell antrocknen. Das ist bei dem jetzt hier, finde ich, nicht so. Das sieht sehr natürlich aus, aber deckt eigentlich auch ziemlich gut ab. Einmal nach oben gucken. Dann kommen wir nun zu den Augenbrauen, dem wohl wichtigsten Teil. Ich benutze ein Benefit Browsings Brow Shaping Kit in der Farbe Light. Das Ganze sieht schon ein bisschen abgeschmuddelt aus. Das ist so ein Wachspart und so ein Puder. Und die beiden kann man entweder nacheinander benutzen oder ich mixe sie halt immer, weil ich faul bin. Ja, und dann gehe ich halt erst in den Wachsteil und dann in den Puderteil und dann benutze ich auch diesen abgeschrägten Pinsel, der da mit beiliegt. Und das finde ich ganz gut, das Set, weil dann sozusagen 2 in 1 Produkt ist. Also man hat das Puder, aber durch das Wachs hält es eben auch sehr gut den ganzen Tag eigentlich. Nur gibt es, glaube ich, nur 3 Farben. Und das ist schon die hellste, ne? Und das ist die hellste und es ist schon relativ dunkel. Also vor allem bei mir, ich habe ja noch viel hellere Haare als Nisi jetzt, ist es ein bisschen schwierig, weil sie dadurch nicht mehr so aufgehellt sind, sondern eher wieder dunkel wirken. Aber ich glaube, bei dir geht das gerade noch so. Also ich glaube, Augenbrauen finde ich also gerade am schwierigsten. Das finde ich auch, das macht auch den meisten Unterschied aus, wenn jemand anderes deine Augenbrauen macht. Ja. Vor allem, weil die Farbe gerade so rötlich ist.
Aber was soll ich machen? Ich soll beim Make-up schminken. Okay, wir lassen es jetzt so, sonst wird es noch dunkler. Ich benutze jetzt das Alverde Augenbrauengel in der Farbe 01 Blond. Vielleicht rettet das die ganze Sache. Das ist jetzt nicht so, dass es unglaublich schlimm aussieht, aber du weißt, was ich meine. Oh ja, bei dir wird es voll hell. Bei mir macht das gar nicht so viel Unterschied. Okay, als nächstes, glaube ich, der wichtigste Part meiner Routine ist Bronzer. Ich benutze von Chanel Le Beige das neue Puder. Ich habe das in der dunkelsten Nuance, Nummer 70. Und ja, wir werden mal sehen, wie das so funktioniert. Es ist nämlich sehr stark pigmentiert. Muss man sehr aufpassen bei Typen, die heller sind als ich. Obwohl du ja nicht wirklich heller bist. Aber selbst bei uns muss man schon ziemlich aufpassen. Aber umso weniger Produkt braucht. Ja, genau. Ich war nämlich mit Nisi zusammen in der Parfümerie und wir waren uns nicht sicher, ob wir die 50 besser finden oder die 70, weil die 50 war eigentlich einfacher in der Handhabung, weil sie halt natürlich heller war, aber man hat halt viel mehr Produkt gebraucht. Der nächste Schritt wäre für mich Rouge. Das ist jetzt nichts, was ich jetzt 365 Tage im Jahr mache, aber in letzter Zeit doch schon sehr oft, eigentlich täglich. Ich benutze jetzt von MAC Style. Das ist ein Rouge mit einem Frost Finish, also einem schon ziemlich dollen Schimmer. Von der Farbe her ist es so ein bisschen wie Coralista von Benefit oder NARS Orgasm ist, glaube ich, auch ähnlich. Also so ein bisschen peachy, rosé. Und dieser hier ist sehr stark pigmentiert. Ich benutze dafür einen Barbara Hoffmann Rougepinsel. Den Bronzer habe ich übrigens aufgetragen mit einem Real Techniques Blush Brush. Das ist mein Lieblingspinsel für Bronzer. Da gucken. Smile for me. Sehr schön. Okay. Dann kommen wir jetzt, glaube ich, zum schwierigsten Part. Eyeliner. Also ich benutze an mir selber sehr gerne Eyeliner. Ich weiß aber, dass das vielen nicht steht oder es einfach sehr schwierig ist aufzutragen. Ich selber finde es bei mir auch sehr schwierig. Deshalb drückt uns hoch die Daumen. Das ist jetzt von Zoeva der Cat Eye Pen in der Farbe Blackest Black. Und, oh Gott, einmal die Augen schließen. Was fangen wir mit der Seite an? Ich gehe eigentlich, oder mach mal Augen auf. Ich gehe eigentlich entlang des unteren Wimpernkranzes. Also bei dir wäre das jetzt hier. Augen zu. Und dann nehme ich das sozusagen als Guideline, so als Richtlinie und gehe so ganz leicht über den Wimpernkranz. Augen auf. Gerade sieht das voll dramatisch aus. Augen auf. Der nächste Schritt wäre Mascara. Ich mag den hier sehr gerne. Das ist ein schwarzer Mascara. Ich glaube, sehr ungewohnt für Nisi. Und zwar ist der Maybelline The Rocket Volume Express Mascara. Ich hatte vorher die Version in wasserfest, finde den hier aber viel besser, weil der nicht so trocken ist. Und der hat so eine Gummibürste, sieht ein bisschen aus wie CoverGirl Lash Blast oder dieser Max Factor False Lash Effekt. Augen schließen. Das ist ja, glaube ich, so eine Sache, die jeder irgendwie anders aufträgt. Ich trage Mascara eigentlich immer von oben auf, dass sozusagen Mascara auf den Wimpern ist. Und dann Augen auf. Gar nicht. Oh. Eigentlich mache ich unten Mascara noch. Ich mache mal unten Mascara. Nach oben gucken. Eigentlich hätte ich es aber nicht machen sollen, weil ich es immer verkacke. Ich benutze eigentlich im Alltag nie Lidschatten, sondern benutze eigentlich immer meinen Bronzer und sehr gerne den Sigma E25, so ein Blendepinsel wie der 217er von MAC. Und da gehe ich nur ganz, ganz wenig damit irgendwie das Produkt, also den Bronzer, und mache mal Augen zu. Dann gebe ich das einfach in die Lidfalte. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Farbe für die Lidfalte. Noch viel besser als eigentlich jegliche Farben, also Lidschattenfarben, die es so zu kaufen gibt.
So. Und als letztes noch die Nase ein bisschen konturieren. Da gehe ich auch wieder mit ganz wenig Produkt in den Bronzer. Kitzelt oder was? Nein. So, eine große Nasenfläche, ne? Mhm. Das ist ja mein Make-up, also. Du brauchst dich nicht angegriffen fühlen. Das mache ich ja bei mir. Der allerletzte Schritt ist Lippenstift. Ich bin ein absoluter Verfechter von knalligen Lippenstift. Ich mag sehr gerne roten Lippenstift und einer meiner Lieblingslippenstifte ist Lady Danger und der sieht immer, wenn man ihn in die Kamera zeigt, extrem neon knallig aus. Das ist ein matter Lippenstift, so ein orange-rot und ich bin sehr gespannt, wie er jetzt an dir aussehen wird. Einmal die Lippen ein bisschen öffnen. Was ich an ihm sehr mag, ist, der ist zwar matt, aber der ist nicht so austrocknend, wie man erwartet. Also ich finde, von einem matten Lippenstift irgendwie, oder? Erwartet man eigentlich immer, dass er so ein bisschen austrocknend ist. Aber ist bei dem eigentlich gar nicht so. Also. Nur mal so. Ich bin jetzt fertig mit dem Ergebnis. Das ist sozusagen mein Everyday-Look. Oder zumindest, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr davon haltet. Ich zeige jetzt Nisi mal. Sie kann sich das mal im Nahen ansehen. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt sagst. Wie sie das Make-up findet. Oh, es sieht aber schön aus. Vor allem die Foundation. Hm. Ich dachte gerade so, oh Gott, wie schrecklich. Voll gut, vor allem der Lippenstift. Ich habe den sogar mal im Laden ausprobiert und fand den irgendwie nicht so gut. Wie gefallen dir die Augen? Ich merke schon, dass das Schwarz wirklich ganz anders ist. Ja. Weil es einfach härter ist. Und dann siehst du, dann ist mir der Unterschied immer zu doll zwischen den Augenbrauen und den Wimpern. Aber die Augenbrauen hast du richtig gut hingekriegt. Du bist zufrieden? Ich würde die Lippen am Lippenbogen nochmal, wie so an den Spitzen noch machen. Aber sonst voll gut. Aber vor allem die Foundation finde ich richtig gut. Da muss wohl jemand eine neue Foundation kaufen. Na gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn ihr sehen möchtet, wie ich jetzt Jasmin schminke, dann klickt in ihren Kanal rein. Dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Ich kann auch gar nicht aus dem Haus ohne Ich wollte Highlighter. gerade sagen, ist das was du wirklich jeden Tag machst? Genau.